So, das ist der vierte und letzte Take. Let's go. Also wir hatten gerade Feedback-Session mit unserem Social-Media-Team und da habe ich gelernt, man muss bei diesen Videos immer sofort zur Sache kommen. Worum geht's heute? Wir starten Trade Republic Telefonservice, einen ganz neuen Kundenservice, den wir letzten 6 Monate entwickelt haben. Wir versuchen Bankprodukte so zu bauen, dass wir sie selber gerne nutzen wollen würden. Und das haben wir jetzt eben auch mit dem Kundenservice versucht. Da haben wir uns getroffen vor einem halben Jahr und eben uns überlegt, wie sieht eigentlich der beste Kundenservice aus? Genau. Und da sind 3 Sachen rausgekommen. Der erste Punkt, der unglaublich wichtig ist die Erreichbarkeit. Ihr wollt jemanden 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichen können. Und das kann man auch total Was nachvollziehen. nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie anrufst, es 3-mal tutet und dann sagen sie dir, ruf Montagmorgen wieder an. Genau, oder irgendwie mittwochs nur bis 16 Uhr. Da arbeiten ja die meisten Leute. Ihr wollt immer jemanden haben, den ihr erreichen könnt. Und wie gesagt, das kann man nachvollziehen, weil wir nicht mehr nur noch eine Brokerage-Plattform sind, wo man investiert, sondern mittlerweile auch eine Karte haben, ein Girokonto und eben auch am Wochenende jemand da sein muss oder spät abends, wenn man unterwegs ist, wenn mal irgendwie eine Frage ist. Und die zweite Sache, und ich glaube, die muss man heutzutage ja noch besonders betonen, ist, dass du mit echten Menschen redest. Das heißt, es sind ausgebildete Experten, die wir in den letzten 6 Monaten gefunden haben, die jetzt eben dann dafür da sind, dir zu helfen. Das heißt, es gibt in anderen Worten keine AI. Ja? Du redest sowohl am Telefon als auch im Live-Chat immer mit einem echten Menschen. Genau. Und die dritte Sache ist die Transparenz. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie ein DRL-Tracker. Ganz häufig ist es ja so, wenn man anruft, dass dann das Problem vielleicht nicht sofort gelöst werden kann und dass es dann irgendwie nirgendwo verschwindet. Bei uns ist das anders. In der App wie ein DRL-Tracker. Sofort wird euer Ticket zusammengefasst. Ihr seht, wann der nächste Agent sich damit befassen wird. Ihr seht, wie lange das dauern wird. Ihr seht auch, ob irgendwelche Informationen fehlen, sodass ihr immer komplett im Bilde seid. Das heißt, unterm Strich, was ist jetzt der neue Trade Republic Kundenservice? Das ist zunächst einmal viele Kanäle. Du kannst uns anrufen, du kannst einen Rückruf aufsetzen oder du kannst mit uns chatten. Dann redest du immer mit einem echten Menschen, ausgebildeten Experten. Und wenn dann der Experte am Telefon nicht helfen kann, hast du danach halt eben ein Tracking in der App und siehst genau, wo dein Ticket steht, wie viele Stunden sich jemand meldet. Und was mich ja immer am meisten triggert, ist, wenn du dann da irgendwie anrufst und so ein Ticket aufgibst und dann auf einmal kriegst du ein paar Tage später eine E-Mail, es wurde jetzt einfach eingestellt, ohne eine Lösung. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das Wichtigste, dass du entscheidest, wenn dein Problem gelöst ist. Das heißt, nach jeder Interaktion fragen wir dich, wurde dein Problem gelöst, ja oder nein? Und wenn du eben Nein anklickst, dann wird das einfach immer weiter eskaliert, bis am Ende des Tages bei dir oder mir liegt und wir uns dann darum kümmern. Das heißt, kein Anliegen soll mehr verloren gehen. Und ich meine, das ist jetzt schon ein Muskel, dieser neue Kundenservice, der jetzt gar nicht so natürlich für uns war. Also ich meine, Trade Republic, ein Stück weit ich persönlich, haben in den letzten Jahren eine Karriere damit aufgebaut, Bankprozesse zu nehmen, zu automatisieren und zu digitalisieren. Und das klappt eben für viele, viele Anfragen gut, aber eben die letzten 10%, die komplexen Anfragen kann man nicht lösen. Und inzwischen haben die Kunden echt viel Geld bei uns. Total. Und was wir deswegen gemacht haben, ist, wir sind einmal durch alle Kommentare gegangen. Wir haben uns mit den Produktteams zusammengesetzt, durch eure Social-Media-Kommentare, durch die Tickets und haben versucht, das Ganze zu clustern. Und da sind eine ganze Reihe an Features rausgekommen, weil es der Kundenservice ist der Anfang, aber das Produkt ist eigentlich das Ende. Und da sind 3 Kategorien dann letztendlich rausgekommen, mit denen wir uns besonders befasst haben und wo ihr auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Videos von uns zu sehen wird. Die erste Kategorie ist alles rund ums Thema Sicherheit. Wir haben neue Passwörterfunktionen in die App eingebaut. Das heißt, ihr könnt jetzt neben Zahlen auch Buchstaben und längere Passwörter setzen. Ihr könnt 2-Faktor-Authentifizierungs-Apps nehmen, so wie Google. Das heißt, ihr habt noch eine weitere Sicherheitsschleife, die ihr dazusetzen könnt. Das zweite ist alles rund ums Thema Tracking. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die sagen, hey, ich nutze Trade Republic, aber ich habe vielleicht noch eine andere Bank. Ich möchte alle Transaktionen, alle Kartenzahlungen, die ich habe, in eine Excel-Datei runterladen. Hattest du auf deiner Bingo-Karte für 2026, dass wir eine herunterladbare Excel-Datei machen mit allen Transaktionen? Ich hatte es nicht auf meiner Bingo-Karte, aber es gibt Leute, die wollen das und ein Stück weit kann ich es nachvollziehen. Und warum ist das so wichtig? Weil die könnt ihr zum Beispiel nutzen, um sie in Portfolio-Trackern hochzuladen. Und deswegen haben ich und mein Team, wir haben die ganzen großen Portfolio-Tracker von Finanzfluss und Co. angerufen. Und ihr könnt ab heute diese Excel-Listen hochladen und seht da eure ganzen Informationen. Und ich meine, darum geht es eigentlich schon. Es geht darum, quasi nah an euch, der Community zu sein und zu sehen, was fehlt euch eigentlich, um diese App besser zu machen. Und so haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass für unsere ganz aktiven Trader es wichtig ist, die sogenannte FIFO-Chain zu sehen. Das heißt, die wollen in ihrer Gesamtposition sehen, wann habe ich welche Position aufgebaut, wann habe ich welchen Average Buy-in-Preis generiert und was, wenn ich verkaufe, realisiere ich dann als erstes an Gewinnen. Und das bringen wir jetzt eben auch in die App. So haben wir eigentlich unterm Strich 30 neue Funktionen, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in die App kommen. Viele von denen werden wir hier auf Social Media auch noch separat erklären. Aber im Grunde geht es darum, Sachen zu bauen, die uns weder neue Kunden, Umsatz oder Profit bringen, sondern es geht darum, Sachen zu bauen, die die App für dich, den loyalen und aktiven Kunden, besser machen. Und ein Stück weit haben wir eigentlich erkannt, dass das
ein neues Alleinstellungsmerkmal sein soll, das wir aufbauen wollen, nämlich dass wir näher an euch die Community wieder zurückrücken und eben mit euch die App gemeinsam weiterentwickeln wollen. Genau, und das bedeutet, dass wir euch noch struktureller ins Zentrum der Produktentwicklung integrieren wollen. Und die erste und vielleicht wichtigste Sache ist der Kundenbeirat. Wir suchen 10 Kunden, die gemeinsam mit uns die App weiterentwickeln. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da in den nächsten Wochen bewerben. Wir suchen die aus den 18 verschiedenen Ländern, in denen wir sind. Das heißt, ihr werdet gemeinsam mit uns, mit Christian, mir, aber auch dem erweiterten Team euch treffen. Wir sitzen hier. Genau, auf der Couch. Wir könnt ein Video mit uns gemeinsam machen dann könnt sagen, was ist für die Community wichtig, was sind Chancen, die ihr seht, die wir vielleicht, Produkte, die wir noch nicht anbieten, was sind Herausforderungen, die ihr gerade seht, und uns auch einfach ein Stück weit accountable halten. Das ist die erste Sache. Eine zweite Sache, die wir machen wollen, ist, wir wollen aktiver mit euch kommunizieren. Das heißt, wir werden Live-Q&As machen auf Instagram. Wir werden unsere Reddit-Seite launchen, wo ihr gemeinsam mit uns diskutieren könnt, was euch wichtig ist. Und die dritte Sache ist alles rund ums Thema Feature und Product Development. Das heißt, ihr werdet auf Instagram Feature-Voting von uns sehen. Wir werden kleinere Features, die wir bauen, mit euch abstimmen. Ihr könntet voten, was ist wichtig, was soll schneller kommen, was soll langsamer kommen, damit wir wirklich gemeinsam mit euch diese Bank bauen. Also, was heißt das jetzt? Ab heute findest du in der App einen komplett neuen Kundenservice. Du kannst uns anrufen, Rückruf aufsetzen oder mit uns chatten. Du sprichst immer mit echten Menschen, ausgebildeten Experten. Und wenn dann doch mal was nicht gelöst werden kann, findest du einfach und transparent in der App den Status deines Anliegens und du entscheidest, wann dein Problem gelöst ist. Darüber hinaus über 30 neue Funktionen, die jetzt in die App kommen, die die App sicherer, transparenter und verlässlicher machen. Und am Ende des Tages neue Formate für die Community und vor allem den Kundenbeirat. Du kannst dich bewerben, Teil von 10 Kunden zu sein, die hier mit uns sitzen, hinter die Kulissen gucken und die App weiterentwickeln. Und so wollen wir eben eine Bank aufbauen, wo du in den nächsten 10, 20, 30 Jahren Vermögen aufbaust und dann am Ende des Tages die einzige Bank, die du in deinem Leben vielleicht noch brauchst. Hoffentlich.